Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video, in dem ich ein bisschen über meine Skandinavienreise reden werde. Wir waren ja in Norwegen und in Schweden. Das war einfach wieder eine super schöne Zeit, wo wir wieder das Leben genießen konnten und uns so richtig gut gehen lassen konnten. Ja, ich finde es ja immer wichtig, einfach was bringt mich wirklich wieder zu mir selber zurück oder was will ich in meiner tiefsten Essenz leben. Bestärkt mich im Alltag und dazu gehört es für mich dann auch immer einfach zu reisen und die Orte zu besuchen, die mich besonders faszinieren, wo ich eine besondere Kraft einfach auch spüre, wo ich mich hingezogen fühle und auch mit mir selber. Und das ist für mich vor allem, sind sehr schöne Länder. Und deswegen fahren wir zurzeit, also in den letzten Jahren eigentlich so gut wie jedes Jahr, einmal mindestens im Jahr nach Skandinavien, wieder Dänemark, Schweden, Norwegen. Dieses Jahr waren es, wie gesagt, Schweden und Norwegen. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Norwegen gelebt, von daher liegt mir Norwegen sehr nahe am Herzen. Ja, und wenn wir dort sind, dann reflektieren wir, wie es weitergeht in der nächsten Zeit. Also ich mache auch einen Weg, sich ganz zu entspannen und zu erholen, aber es ist auch so ein bisschen so eine reflektierende Zeit, wo wir dann so, oder wo ich mir so überlege wieder, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was möchte ich so in den nächsten halben Jahr auch nochmal an Projekten leben und verwirklichen und was für Werte sind mir wichtig, was möchte ich leben. Das ist bei mir auch immer so im Urlaub, einfach nehme ich mir oft Zeit dazu, um das so ein bisschen für mich rauszufiltern. Gerade wenn man so am Meer ist oder am Strand ist oder mal so einen ganzen Tag nichts oder fast nichts gemacht hat, dann hat man einfach Zeit, um solche Dinge zu reflektieren und für sich selbst zu werden, was eigentlich das Wichtige ist und auch gerade für die Zeit nach dem Urlaub so ein bisschen zu planen auch schon oder mich einfach so auf das, was dann kommt und was ich dann eben leben möchte. Ja, gerade so im Hinblick auf die letzte Zeit, die letzten Monate oder auch die letzten Jahre im Prinzip, wo wir ja doch in einer ziemlichen Krisenzeit hier leben in Europa, werden einem dann doch bestimmte Werte auch nochmal ganz klar und deutlich, beziehungsweise ich habe mir überlegt, was so Werte sind für mich so momentan am wichtigsten oder was möchte ich in die Welt bringen und was entspricht dem, was ich so am meisten eigentlich leben möchte. Und ein ganz großer Wert ist für mich eigentlich wirklich in Frieden mit mir selber zu sein. Man merkt es ja auch, wenn die ganze Welt oder vieles in der Welt zum Unfrieden ist, ne? Ja, es ist nicht gerade besonders förderlich für die eigene Lebensführung oder Kreativität oder ihr merkt es ja auch selber, wenn viele Leute um euch herum im Unfrieden sind oder nicht in eurer Mitte seid, dann sind einfach bestimmte Dinge, die Liebe, Warmherzigkeit, Freude, ein gutes Miteinander, das lässt sich dann einfach schlechter leben, ne, wenn man so im Unfrieden ist und ständig getriggert und eventuell wütend, sauer auf irgendwas und mit sich selbst nicht im Reinen, dann ist es klar, dass man natürlich auch nicht mit der Umwelt im Reinen ist und dass dann auch die Beziehungen drunter leiden und dass die Beziehungen dann eben auch nicht gerade das sich so entwickeln, wie es einfach
wie soll man sagen, dem Potenzial entsprechen würde, was auch viele Beziehungen hergeben könnten. Ja? Also wir könnten uns ja wirklich in der ein wundervolles Miteinander, ein harmonisches Miteinander hier auf der Erde leben, wenn jeder für sich in seinen Frieden reinkommt und einfach so aus seiner eigenen Tiefe und Mitte heraus leben würde und dadurch dann auch dem anderen begegnen oder Haltung eben dem anderen begegnen und dann einfach schauen, was kommt da auf uns zu, was interessiert uns momentan, was wollen wir zusammen kreieren, ja. Und da ist mir nochmal so klar geworden, dass ein ganz zentraler Wert da davon eigentlich oder ein zentrales Element, um das Leben zu einfach ist, mit sich selber im Reinen zu sein, mit sich selber im Frieden zu sein, mit seiner eigenen Mitte zu stehen, in seiner eigenen Mitte zu ruhen, zu sich selber zu kommen, zu sich selber zu finden wieder. Mal ganz unabhängig von der Außenwelt ist, unabhängig von allem, was dir da draußen begegnet, unabhängig von all diesen Stimmen, die da draußen auf dich ein. Jeder will dich in eine bestimmte Richtung bringen, auch meinungsmäßig. Der eine meint dies, der nächste meint das und das sind ja alle solche Trigger und es zerrt an einem. Du sollst dich positionieren, ja, aber was ist mit dir? Wo bist du dabei? Wo bleibst du in dem Moment? Ja, da in sich reinzuspüren und in bestimmten Situationen, die besonders aufregend und triggern, da vielleicht wieder rauszuziehen, rauszunehmen und einfach wieder zu sich selber zu finden, zu sich zu kommen. Das ist einen ganz, ganz wichtigen Wert oder es ist und das habe ich jetzt im Urlaub auch nochmal reflektiert. Ich habe hier ein paar Bilder eingestellt von einer Stelle, die ich wohne. Schweden, in Mittelschweden. Ja, und gerade wo wir an diesem Ort waren, da konnte ich sehr gut reflektieren und eben gerade über solche Dinge besonders nachdenken. Und wie schon vorhin gesagt, mir wurde da sehr nochmal deutlich, dass es für mich ein großer Wert ist, einfach so in meinem eigenen Frieden zu sein, also in meinem eigenen Frieden zu stehen und es auch als Aufgabe zu sehen, wirklich als ganz, ganz wichtige Aufgabe, mehr als viele, viele anderen Aufgaben, eigenen Frieden zu kommen. Also in meine eigene Mitte zu kommen, egal was momentan in dieser Welt da draußen passiert, was dich momentan triggert, wenn du auch diesen Weg, dann einfach zu schauen, was bringt dich jetzt im Moment am meisten in deinen Frieden, in deinen eigenen Frieden. Und ja, das ist ja auch für jeden was anderes, ne? Finde, was dir wirklich gut tut, was dich selber beruhigt, am meisten beruhigt, was dich dazu führt, dass du mit dir, dass du in deine eigene Mitte, und es kann ja alles Mögliche sein, ausgehen, was ja auch im Alltag möglich ist. Jeder hat ja Natur um sich herum. Und ja, sei es ein Park, sei es ein Wald, sei es eine Wiese in deiner Wohngegend. Und dort vielleicht ein Plätzchen finden im Alltag, wo du wieder zur Stille findest, wo du reinholst und einfach überlegst, wie gehst du jetzt mit der Situation um, die dich momentan so getriggert hat. Aber zunächst mal
einfach emotional und auch über den Körper versuchen, in eine Entspannung, Ruhe reinzukommen. Du musst ja die Situation überhaupt nicht lösen momentan, die dich jetzt vielleicht, du kannst sie vielleicht auch überhaupt gar nicht lösen. Ne? Es ist ja gar nicht immer möglich, die Dinge zu verändern im Außen. Was wir eben tun können, ist, sie im Inneren zu verändern, in uns selber drin zu verändern. Ja, dann hoffe ich, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte mit diesem Video. Und vielleicht findest du selber ja auch eine Haltung reinbringen, ein paar Wege mehr in diesem Frieden, inneren Frieden, in diese innere Gelassenheit jetzt zu kommen, gerade im Herbst. Jetzt bieten sich ja auch viele Gelegenheiten, in die Natur rauszukommen, den Herbst zu genießen, vielleicht die schönen bunten Herbstblätter zu genießen, an einem kleinen See zu fahren, an einem Fluss abzuchillen. Ja, oder auch einfach mit einem Freund, mit einer Freundin einen schönen Kaffee zu trinken, ein bisschen Musik zu hören, es einfach gut gehen zu lassen. Und ich denke, wenn wir einfach alle immer mehr in diesen inneren Frieden kommen, in diese Gelassenheit, auch in diese Warmherzigkeit miteinander wieder, dann kann uns das, was im Außen passiert, auch nicht so, mehr so stark triggern oder so stark in Unruhe versetzen, sondern wir kreieren unseren Frieden, unseren inneren Frieden von innen heraus, von uns heraus und lassen uns nicht mehr beeinflussen oder herunterziehen oder hineinziehen in diese ganze Unruhe, die draußen herrscht. Es ist einfach ein Training zurzeit, wirklich, ganz egal, was draußen passiert, ganz egal, was um dich herum passiert, ganz egal, was andere reden, in deine Ruhe, in deine eigene Ruhe hineinzufinden, immer wieder zu üben, zu trainieren, in dieser Ruhe zu bleiben, in diesem Frieden zu bleiben, zu dir selber zu finden, zu dir selber zu stehen und dich nicht beunruhigen zu lassen, dich nicht verrückt machen zu lassen durch das, was immer wieder von außen geredet wird, sondern zu sagen, ich stehe in meinem eigenen Frieden, ich kreiere meine eigene Ruhe, ich schaffe meine eigene innere Warmherzigkeit und Wärme, egal was die Außenwelt da draußen momentan macht. Und diese Wärme, diese Warmherzigkeit können wir miteinander teilen, können wir miteinander erleben, können wir wieder als Menschen zusammen erlebbar machen und dadurch wieder mehr zusammenfinden, mehr in ein Miteinander hineinwachsen. Ja, und dann auch wieder mehr Freude am Leben haben. Also das wünsche ich mir einfach und das möchte ich auch vermitteln durch diese Videos. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Kanal abonnierst. Wir sind ja jetzt noch ganz am Anfang. Und es hilft mir natürlich sehr, dass diese Videos sich verbreiten, dass der Kanal sich verbreitet, wenn du abonnierst oder wenn du ein Like hinterlässt oder wenn du mir einen netten Kommentar schreibst. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns bald wieder sehen. Mal sehen, was ich als nächstes in meinem Video zeigen werde, drüber sprechen werde. Da lasse ich mich immer ganz einfach so von innen heraus führen, inspirieren und ich hoffe, dass es dich dann auch erfreut und dir vielleicht auch ein bisschen weiterhilft. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und bis dahin, ciao!